Es ist so, dass der Beruf des Präparators ganz viele Teilberufe eigentlich in sich vereint. Also man ist so ein bisschen Schreiner, ein bisschen Schlosser, man arbeitet mit ganz verschiedenen Materialien, man formt ab, man ist ein bisschen Künstler, man muss mit Farben umgehen, in ganz verschiedenen Techniken. Man näht ein bisschen, also ein bisschen ist man Schneider. Friseur bin ich dann auch noch. Und ein kleines bisschen auch Biologe, weil man muss sich ja auch mit der Tierart nachher auskennen. Wo lebt die, um ein überzeugendes Präparat zu machen? Im Stuttgarter Naturkundemuseum präpariert Steffen Lessle vor allem Vögel. Gerade beschäftigt er sich mit einem Waldkauz. Das Ausstopfen hören wir Präparatoren nicht mehr so gerne inzwischen, weil wir es halt einfach nicht mehr tun. Also wir stopfen nicht einfach irgendwas in die Haut rein, sondern versuchen den Körper möglichst detailliert abzubilden mit einer Skulptur, in dem Fall halt aus Holzwolle, weil ja die innere Form der Haut, in der die Federn verankert sind, nachher die äußere Form des Vogels vorgibt. Früher herzogliches Naturalienkabinett, heute ist das Museum Ausstellungsort, Sammlung und Lager für Tausende von Präparaten, einige davon über 150 Jahre alt. Hier ist jetzt so ein Waldkauz, wie wir einen präparieren möchten. Der ist jetzt aus einer Zollbeschlagnahme. Das ist ein altes Präparat und nicht so in der Qualität, wie ich es gern hätte für die Ausstellung. Der Zoll beschlagnahmt die Präparate, weil man als Privatperson keine Eulen haben darf. Das sind geschützte Tiere und da braucht man eine Sondergenehmigung. Gut 1200 Vögel lagern im Keller in den Gefriertruhen. Die meisten aus Baden-Württemberg, alle registriert und mit Daten versehen. Für die wissenschaftliche Sammlung des Naturkundemuseums werden regelmäßig Präparate verschiedenster Vögel hergestellt. So können die Wissenschaftler mögliche Veränderungen durch Umwelteinflüsse dokumentieren. Fürs Präparieren werden heute keine Tiere mehr getötet. Nach der Abgabe werden sie direkt eingefroren, um sie später präparieren zu können. Steffen Lessle wählt einen Waldkauz für die Museumsausstellung aus. Das ist ein relativ häufiger Vogel bei uns. Und wenn einer gefunden wird, dann wird er auch oft abgegeben. Leider tot, aber ja, man sieht sie halt lebendig auch sehr selten, weil sie sehr verborgen leben und halt nachtaktiv sind. Was mir sehr gut gefällt, ist dieser rötliche. Hier haben wir jetzt die Nummer vom Vogel und finden die hier auf der Karte und können eben sehen, dass Funddatum und Fundort vorhanden sind. Und damit ist er eben geeignet, präpariert zu werden und ist nachher auch wissenschaftlich wertvoll. Jetzt muss der Kauz, der im Moment noch gefroren ist, aufgetaut werden. Und weil ich aber das Gewicht noch ermitteln will, muss ich das als erstes machen, solange er noch trocken ist. Und der hat jetzt 502 Gramm. Zusammen mit anderen Informationen lässt sich so auf den Ernährungszustand schließen. Da kommt jetzt eine Auftauflotte in Wasser mit Salz und eine Art Spülmittel, um aufzutauen, damit man damit arbeiten kann. Das braucht Zeit. Die Ausstellung, in der der Kauz später stehen soll, zeigt auch die Entwicklung des Präparatorenhandwerks. Hier sieht man jetzt 2 Wolfspräparate. Die sind ein schönes Beispiel dafür, wie Präparation früher ausgesehen hat und wie es heute aussehen kann. Der eigentliche Grund, warum die jetzt hier bei uns nebeneinander stehen, ist, dass der linke Wolf der letzte württembergische Wolf war,
Der wurde hier vor über 170 Jahren geschossen. Und danach wurde in Württemberg kein Wolf mehr gesichtet, bis jetzt wieder neue Wölfe eingewandert sind. Und das ist hier unser rechter Wolf. Der ist auf einer Autobahn überfahren worden in Württemberg. Bei dem neuen Wolf, da ist wirklich das Gesicht schön modelliert worden. Die Lefzen, da sieht man Struktur. Die verdecken sogar eher die Zähne, wie es natürlich beim lebenden Tier auch ist. Früher hat man die Tiere oftmals ein bisschen gefährlicher dargestellt. Man hat vielleicht auch Angst davor gehabt. Ja, man kann mit so einem Präparat natürlich auch eine Meinung transportieren. Zwei Stunden später. Der Waldkauz ist aufgetaut. Ich freue mich bei jedem Vogel aufs Neue. Ja, jeder Vogel hat seine Herausforderungen und seine eigene Schönheit. Also ein Amsel ganz anders als ein Waldkauz. Und ja, da macht es jedes Mal wieder Spaß. So, und dann brauchen wir einmal die Gesamtlänge. Dafür wird der Vogel aufs Anschlaglineal gelegt. Und vom Schnabel bis zu den Schwanzfedern vermessen. Genau 377 Millimeter. Dann brauchen wir die Spannweite. Sind wir bei 89 Zentimetern. Mein Ziel ist jetzt, die Haut runterzunehmen vom Körper. Also der Vogel wird nicht ausgenommen oder so, das denken auch viele. Es geht einfach nur darum, die Haut jetzt einmal aufzuschneiden und dann das Bindegewebe zu durchtrennen und die Haut vom Muskel runterzuarbeiten. Da muss man sich schon kurz dran gewöhnen, aber ich finde es auch nicht eklig, ein rohes Hühnchen zuzubereiten in der Küche. Also das ist für mich etwa vergleichbar. Das schneide ich jetzt auf dem Sternum nach unten. Da kommt jetzt direkt ein bisschen Mikrozellulosepulver dran. Aber da ist so ein bisschen Feuchtigkeit und Fett wird frei. Und das will ich gar nicht erst in die Federn reinarbeiten, sonst muss ich es nachher wieder rauswaschen. Und deswegen kommt diese Mikrozellulose, das ist im Prinzip so Papierfasern, die saugen mir das alles auf. Da kann man jetzt einfach die Haut vom Fleisch lösen. Bis jetzt rieche ich nichts, nee. Das ist natürlich auch unterschiedlich, also je nachdem, wie lange das Tier lag, bis es gefunden wurde. Das ist für mich jetzt nicht der schöne Teil der Arbeit, aber es gehört halt dazu. Jetzt haben wir Körper von Haut getrennt und jetzt wasche ich die erstmal durch, dass wir schon mal so viel Fett wie möglich wegbekommen und Blut und alles, was da so drin ist. Jetzt sieht es auch schon eher wieder aus, als könnte es was werden. Größte Gefahr für das Gefieder im Museum: Insekten, die sich durch die Präparate fressen und die wertvolle Sammlung zerstören können. Immer wenn ich hier vorbeikomme, schaue ich mir die Klebefolien an. Ja, die sind jetzt erst vor ein paar Wochen ausgewechselt worden. Aber dann würden hier die Insekten kleben bleiben und ich könnte schön sehen, was Neues dazugekommen ist. Hier ist jetzt alles in Ordnung. Ich kann das wieder rein. Wir haben jetzt wenig Probleme hier, weil die Sammlung relativ giftbelastet ist. Wir haben sehr alte Präparate. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sind in den Präparaten alle Gifte verwendet worden, die irgendwann mal modern waren. Also da findet man Arsen drin, Quecksilber, Naphthalin, DDT, also wirklich alles Mögliche. Und das ist natürlich hier in den Sammlungsräumen auch vorhanden, auch wenn regelmäßig geputzt wird, aber die Präparate dünsten das aus und geben das ab. Die Hände schützen ist deshalb Pflicht. In diesen Schubladen liegen ca. 50.000 präparierte Vogelkörper, in der Fachsprache Bälge genannt. So können die Forscher über Jahrhunderte verfolgen, wie sich die Vogelpopulation entwickelt. So, haben wir jetzt Waldkauzbälge. Der Balg ist eben präpariert, wie tot auf dem Rücken liegend.
und er hat sein Etikett mit den Daten dran, wann er wo gefunden wurde, beziehungsweise gestorben ist. Ich habe jetzt Salzwasser vorbereitet und da kommen die jetzt erstmal 25 Minuten rein. Und dann kommen nach und nach die Gerbflüssigkeiten dazu, also Säure und Gerbstoff, damit die Haut stabiler wird, zum einen. Zum anderen vermindert es den Eigengeruch von der Haut. Also es riecht nicht mehr nach totem Tier. Das erschwert den Schadinsekten, nachher das Präparat zu finden. Die Vogelhaut liegt in der Gerbflüssigkeit. Der Präparator formt das Innere, den künstlichen Körper, aus Holzwolle. Die Holzwolle befeuchte ich immer ein bisschen mit Wasser und dann wird die einfach ein bisschen flexibler, um es besser zu verarbeiten. Ich habe hier den Originalkörper liegen als Vorlage. Dann nehme ich mir die wichtigen Maße ab, also zum Beispiel hier die Gesamtlänge bis zum Halsansatz. Und mit diesem Maß übertrage ich dann die Länge auf den künstlichen Körper. Und Holzwolle ist da sehr schön geeignet. Die ist sehr haltbar. Wenn die trocken gelagert wird, dann hält die Jahrhunderte. Die wird dann mit einem Faden aus natürlichem Material zusammengehalten. Also ich mache da einfach so Wicklungen drum. Der ist ein Stück weit flexibel. Der Holzwollkörper wird schon relativ fest, aber ich kann den nachher noch mit dem Hammer bearbeiten. Und es bietet halt eine gute, stabile Grundlage, um nachher die Drähte, die Flügel und die Beine stützen, da drin zu verankern. Also ich kann mich da jetzt wirklich Stück für Stück rantasten und den Körper langsam aufbauen. Am Anfang mache ich das relativ grob. Aber ich kann dann nachher ganz feine Lagen auflegen. Also ich übe mit dem Daumendruck aus und lege dann den Faden einfach drauf und ziehe den auch nochmal ein bisschen straff. Wenn die Kerbe halt nicht vorhanden ist, steht mir der Oberarm vom Körper ab. Und dann kriege ich nachher den Flügel nie so dicht an den Körper ran, dass das eine gute äußere Form vom Vogel gibt. Ich denke, angefangen bei den ersten Präparaten hat es wirklich damit, und da kommt ja auch das Wort Ausstopfen her, dass man wirklich in die Haut des toten Tieres irgendwelche Materialien reingestopft hat. Also ich kenne es von alten Präparaten, dass da alles Mögliche drin sein kann. Moos, Heu, Stroh, alte Lappen, was die Leute halt so hatten. Neben der Körperform zeigt sich die Qualität des präparierten Tieres aber auch an den Augen, dem Blick, der den Gesamteindruck perfektioniert. Ich schaue jetzt hier in unserem Fundus, in unserem Glasaugenschrank, was vorhanden ist an Augen. Es gibt große Unterschiede bei den Augen, zum einen in der Pupillenform, in der Größe natürlich, die Farbe der Augen ist unterschiedlich. Und man muss halt immer versuchen, so nah wie möglich ans Original ranzukommen. Der Kauz hat, je nach Lichteinfall, können die Augen schwarz wirken mit so einem bläulichen Glanz in der Pupille. Wenn das Licht besser ins Auge einfällt, dann sieht man, dass es eigentlich braun ist. Aber auch mit diesem bläulichen Glanz. Und wir haben auch Augen, die naturbelassen Glas sind. Die können wir dann selber bemalen. Dabei wird dann von der Innenseite, zum Beispiel mit Ölfarbe, werden die Farben aufgetragen.
und zum Schluss mit Bienenwachs versiegelt. Hier sind jetzt noch Beispiele. Ja, das waren mal so Versuche. Das ist jetzt nicht wirklich eine bestimmte Tierart, für die das Auge sein soll. Das waren eigentlich einfach Versuche aus meiner Ausbildung, die Technik mal anzuwenden. Hier habe ich noch was sehr Großes. Das wird wahrscheinlich von der Präparation von einem Krokodil übrig geblieben sein. Oder vielleicht auch von der Nachbildung von einem Saurier oder dergleichen. Runde Pupillen haben zum Beispiel Großkatzen. Also man denkt ja immer, das Katzenauge, das ist diese Schlitzpupille. Aber Großkatzen haben tatsächlich runde Pupillen. Das könnte dann so aussehen. Ja, das Augenpaar ist gut. Steffen Lessle ist nicht nur für die Herstellung neuer Präparate zuständig. Im Naturkundemuseum Stuttgart Schloss Rosenstein geht die Arbeit nie aus. 27.000 Standpräparate, Stücke allein für die Ausstellung, müssen auch erhalten und gepflegt werden. Ich putze jetzt gerade die Augen von dem Vogel. Auf den Augen setzt sich immer mal wieder über die Jahre so ein Schmutzfilm ab. Der Mensch sucht immer nach den Augen. Und wenn die schön glänzen, dann macht das Präparat einen viel besseren und lebendigeren Eindruck. Davon ist das Präparat des Waldkauzes noch weit entfernt. Nach dem Wickeln des Körpers ist nun der Hals dran. Das wird jetzt der Halsdraht für den Waldkauz. Ich verbinde jetzt die zwei Drähte miteinander auf der Länge vom Hals, die ich mir vorher abgenommen habe. Und diese Schlaufe, die kommt nachher in die Schädelkapsel vom Waldkauz rein. Der Draht übernimmt die Funktion vom Knochen, bildet ihn aber nicht direkt nach. So, jetzt deute ich hier schon mal die S-Form an, die der Hals nachher haben wird. Dafür habe ich jetzt auch die zwei Drähte. Die zwei Drähte garantieren mir, dass er sich nachher am Körper nicht verdrehen kann. Den einen Draht brauche ich jetzt hier nicht mehr. Und der zweite Draht wird jetzt im Körper verankert, damit der Hals nachher nicht rausrutschen kann. So, jetzt kann ich mir die Haut holen. Die Haut ist fertig gegerbt. Damit besteht keine Infektionsgefahr mehr. Jetzt werden als erstes die Flügel verdrahtet. Also ich führe parallel zum Knochen einen Draht durch. Dann wird er zwischen Elle und Speiche durchgeführt. Und was beim Vogel dann praktisch die Hand ist, da wird er drin verankert. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass mir keine Federn in der Naht verschwinden und dass ich nicht zu nah an Federkielen nähe, weil die durch den Faden beeinflusst werden und in eine andere Richtung abstehen, als sie es eigentlich tun würden. Und das fällt dann natürlich außen am Präparat auf. Ja, das Augeneinsetzen ist ein wichtiger Schritt.
Da darf man ruhig ein bisschen sorgfältig sein. Ich staune auch selbst immer wieder, wie wenig Vogel eigentlich da so drin steckt. Bei so einem Vogel machen halt die Federn einfach einen Großteil von der Fülle aus und bei der Eule besonders. Meistens ist es ganz einfach, ein Auge schön hinzubekommen, aber das zweite dann genauso hinzubekommen, das ist die Schwierigkeit. Wenn man jetzt vorher schön modelliert hat um die Augen, kann es sein, dass man sich das alles wieder verdrückt beim Stülpen. Oder sogar die Haut einreißt. Das versucht man jetzt mal ganz zu vermeiden. Hier sieht man jetzt schön, dass die Federn halt nicht gleichmäßig auf dem Körper verteilt sind, sondern dass die in so Bahnen angeordnet sind. Also hier verläuft eine Bahn von Federn, hier ist ein ganzes Büschel und zwischendrin sind maximal so ein paar Daunenfedern. Und jetzt kann ich die Bauchnaht schließen. Ich nähe jetzt hier auch absichtlich von unten nach oben, weil wenn ich hier anfange, dann fallen mir immer die Federn über die Naht. Und wenn ich von unten nach oben nähe, habe ich das Problem nicht. Gut. Bis jetzt sieht er noch nicht nach viel aus, aber das ändern wir jetzt. Jetzt wird er nämlich aufgeföhnt. Mit Druckluft und einem gewöhnlichen Haarföhn belebt Steffen Lessle die feinen Federn, um sie so beim Trocknen wieder aufzuplustern. Dadurch gerät allerdings das Federkleid durcheinander. Jetzt sieht er schon anders aus. Jetzt erkennt man wieder, dass er schöne Federn hat, aber jetzt sitzt halt noch nichts dort, wo es hingehört. Also Federn, die eigentlich an der Unterseite vom Flügel liegen, die tauchen dann hier oben auf und das muss nachher erstmal alles wieder zurücksortiert werden. Wenn der Kauzkörper erstmal ganz trocken ist, lässt er sich kaum noch verändern. Die Federn liegen immer so dachziegelartig übereinander. Also die hier liegt über der vorderen, so geht es fort. Und wenn jetzt nach dem Föhnen eine falsch liegt, dann versuche ich das halt wieder in Ordnung zu bringen. Das Frustrierende ist, wenn die Vögel sich sortieren, ihre Federn sortieren, die sträuben einmal die Federn auf, schütteln sich ein bisschen und dann liegt alles, wo es hingehört. Was der Vogel in 2 Sekunden macht, da sitzt der Präparator 3 Stunden dran. Hier sehe ich jetzt so daunige Federn und das kann eigentlich nicht sein, die dürften nicht zu sehen sein. Und deswegen vermute ich, dass da noch eine Feder verschwunden ist. Und tatsächlich ist hier noch eine drunter gerutscht.
Jetzt habe ich hier das Podest, wo sie nachher drauf sitzen soll, also der Waldkauz. Und da setze ich ihn jetzt mal drauf, um zu sehen, ob das wirklich passt. Also dass auch die Blickrichtung nachher stimmt zur Maus. Das Podest habe ich auch extra für den Vogel vorbereitet. Es gehört auch zu meinen Aufgaben, die Podeste und auch Kleindioramen oder größere Dioramen zu bauen mit Pflanzenpräparationen. Das ist mit Erde beschichtet, mit getrockneter Erde, so als Grundlage für den Waldboden und mit so einer Mischwaldlaubschicht. Die Blätter sind einfach nur getrocknet und das Ganze ist mit Holzleimwasser fixiert. Das ist jetzt eine kleine Schermaus, die können auch noch größer werden. Die habe ich mal als Katzenopfer bekommen. Was mich aber noch stört, ist hier diese helle Bruchstelle. Schauen wir jetzt mal, dass wir die noch ein bisschen dezenter hinbekommen. Mit Nadeln, die wie Akupunkturnadeln aussehen, richtet Steffen Lessle den Vogelkörper aus. Ich hatte jetzt gerade die Schulterpartie an der Stelle, an der ich sie haben möchte. Und wenn ich dann auf der anderen Seite wieder irgendwie dran ziehe, dann verrutscht mir das wieder. Und das fixiere ich mir jetzt mit der Nadel. Die bleibt dann drin, bis der Vogel trocken ist. Und dann verrutscht die Haut auch nicht mehr. Dann kann ich sie wieder entfernen. Die Feinheiten, die machen nachher das überzeugende Präparat. Ich mag es aber auch nicht, wenn die Präparate zu sehr überarbeitet sind. Also wenn wirklich jede einzelne Feder genau dort liegt, wo sie liegen könnte. Wenn alles durchoptimiert ist, dann hat man auch nicht mehr wirklich den richtig natürlichen Eindruck. Und dann kann das Präparat wunderschön sein, aber in der Natur, ja, gibt's halt Wind und der Vogel bleibt mal irgendwo an einem Ast hängen oder so. Irgendwas ist immer ein bisschen verschoben. Und wenn alles 100% stimmt, dann fehlt auch so der letzte überzeugende Schliff. Ich möchte, dass er jetzt einfach was gehört hat, dieses Mäuschen, und dann guckt er da halt. Aber so eine entspannende Geschichte, und ich finde, da passen jetzt leicht geschlossene Lieder dazu. Jetzt kommen noch ein paar lockere Fadenwicklungen drum, damit sich das Gefieder nicht aufstellen kann während der Trocknung. Er kommt jetzt in den Kühlschrank zum Trocknen, damit die Trocknung langsam und schonend vonstatten geht. 2 Wochen braucht er dafür. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass der dann bald in der Ausstellung stehen wird und ja, hoffentlich wieder Menschen für Natur begeistert. Der Neuzugang im Rosenstein-Museum. Erschaffen an 4 Tagen. Ein weiblicher Kauz im besten Federkleid. Zum Leben kann man ihn nicht mehr erwecken, aber seine von der Natur geschaffene Schönheit für die Museumsbesucher erhalten. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.